Okay, liebe Freunde, die nächste Großbaustelle tut sich auf. Wir haben uns entschlossen, unsere Drehzahlmesser doch durch neue Drehzahlmesser zu ersetzen, die ein entsprechendes Digitaldisplay haben. Und ich habe von meinem Dealer noch zwei Tachometer bekommen, die aber älteren Baujahrs sind. Das sind die 3400er Tachometer, die es normalerweise gar nicht mehr gibt. Aktuell gibt es nur noch 4000er, aber die sind für uns nicht so geeignet, weil die ja entsprechend unserer Maschinen nur 2,5 drehen. Deshalb wollte ich eine vernünftige Skalierung haben. Leider passt dieser versprochene Adapter nicht in unser Loch, sodass die Drehzahlmesser so einfach nicht einbaubar sind. Das heißt, dieses Teil wird uns jetzt noch länger beschäftigen. Wir müssen dafür noch eine Lösung finden. Ich habe den alten Drehzahlmesser ausgebaut. Das Loch ist 80 cm im Durchmesser. Der neue Tachometer würde zwar da reinpassen, ist aber grundsätzlich zu klein. Der Adapterring allerdings ist zu groß. Das heißt, entweder muss ich das Loch jetzt vergrößern oder wir müssen den Adapterring zurechtfräsen lassen. Wir können den zwar provisorisch so erstmal in das Loch stecken, dann ist er zwar nicht richtig fest, aber zum Testen, ob der Drehzahlmesser richtig anzeigt und zum Eichen reicht das ja. Der neue Drehzahlmesser hat die gleichen Anschlüsse wie der alte, sodass zumindest der kabeltechnische Umbau nicht so schwierig ist. Ja, die Anweisung zur Code-Einstellung ist recht einfach, allerdings der Knopf recht klein. Zündung 1 ein. Jetzt soll man so lange hier hinten drücken, bis der richtige Code angezeigt wird. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, aber es ist ja richtiges Bastelwetter. Ich starte jetzt mal den Motor, nachdem der Tacho drin ist. Und wie wir sehen, der Drehzahlmesser funktioniert. Die spannende Frage ist natürlich, ob er jetzt auch die richtige Drehzahl anzeigt. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Auch bei dem Modell bleibt der Drehzahlmesser bei 500 stehen, nachdem man ihn ausgeschaltet hat. Nur zum Vergleich starte ich jetzt noch beide Maschinen. Also grundsätzlich, sagen wir mal, sieht alles gut aus. Also wenn ich die Gashebel bewege gleichmäßig, dann zeigt der Drehzahlmesser auch gleichmäßig an. Von daher scheint es relativ gut zu sein. Damit der Tacho beim Ausschalten auf 0 zurückgeht, gibt es einen zusätzlichen Kabelsatz, den muss man am Zündschloss verbauen. Hier am Zündschloss, den Stecker kann man ziehen und dann kann man das rote Kabel entsprechend einsetzen und das Originalkabel wird hier auf den Stecker gesteckt. Und der zweite Anschluss, der geht dann rüber zum Zündschloss. Das habe ich hier noch provisorisch gemacht, das werde ich gleich noch ordentlich verkabeln. Jetzt haben wir den falschen Code eingestellt. Jetzt müssen wir nochmal, warte, so. Ich habe hier den Stift drin und ich mache mal auf 1. So, jetzt kann ich den Code rausziehen. Jetzt zeigt er die 4 an. Und jetzt tue ich den wieder rein und warte jetzt bis 14 kommt. 14, okay, 14 ist jetzt eingestellt. Wir müssen für 10 Sekunden warten, bis der Code angenommen ist. So, jetzt ist auf 00, jetzt kannst du ausmachen. Jetzt ist der Code eingestellt. So, sind jetzt beide Drehzahlmesser mit Code 14 versorgt. Mal schauen, wie ich beide Maschinen starte, ob das jetzt funktioniert.
Also die Drehzahlmesser scheinen zu funktionieren. Das Problem wird jetzt noch sein, die entsprechend richtig einzubauen. Und ich möchte natürlich auch noch sehen, wie ich die kalibrieren kann, ob die wirklich stimmen. Man sieht, auf der linken Seite habe ich schon das rote Kabel eingebaut, auf der rechten Seite noch nicht. Die linke Maschine geht auf 0, die rechte leider noch nicht. Das werde ich gleich noch ändern. Dann kommt das andere Kabel entsprechend rein, das rote. Wird eingeklipst. Und das originalrote dann in die Also, jetzt muss ich nur noch die beiden Kabel hier, das braune von hier, was zum Stundenzähler geht, mit diesem Kabel verbinden und dann sollte es funktionieren. Natürlich sollten wir auch den Stecker hier wieder drauf stecken, aufs Zündschloss. Alles ist gesteckt, mit Isolierband versorgt, mit Kabelbinder festgemacht, hier auch isoliert. Jetzt sollte alles funktionieren. Die neuen Drehzahlmesser sind drin. Aus dokumentarischen Gründen muss ich natürlich die Stundenzahl festhalten mit 1595 Stunden mit dem alten Drehzahlmesser. Die neuen beginnen natürlich bei 0. Alles eingebaut. Nochmal ein Startversuch. Beide Drehzahlmesser gehen jetzt auf 0 zurück, das heißt auch das rote Kabel ist korrekt eingebaut. Damit ist die Installation der Drehzahlmesser abgeschlossen. Jetzt geht es nur noch um den Festeinbau der Drehzahlmesser hier ins Armaturenbrett. Das ist noch nicht gelöst. Wir werden im Winterlager die Öffnungen vergrößern und die Drehzahlmesser sauber einbauen.